Hallo ihr Lieben, willkommen beim Schaltrichter. Ich bin Thomas Speck. Letzte Woche war hier Funkstille. Kein Versprecher, kein Wortspiel, kein schallender Trichter. Nur ich mit einer Frage, die sich schon länger angekündigt hatte, aber beim Schreiben der Jubiläumsfolge vor 2 Wochen plötzlich ganz unüberhörbar vor mir stand. Wozu das alles? 1 Jahr der Schaltrichter. Und trotzdem das Gefühl, irgendwie auf der Stelle zu treten. Zugegeben, das habe ich immer noch ein bisschen. Die Zahlen bleiben kleiner als erhofft, was mich schon enttäuscht hat. Und irgendwann kam die leise, fiese Frage, macht das alles überhaupt Sinn? So viele Stunden für Recherche, Schreiben, Aufnehmen und Schneiden. Und unterm Strich ein Nebenjob, der mir zwar das Ego wärmt, aber eben auch das Konto leert. Ein unbezahlter Nebenjob mit Dauerauftrag für Hosting, Software, Website und einem recht stabilen Abo auf Selbstzweifel. Ich hab's eine Weile lang weggeschoben, weitergemacht im Hoffnungstakt, irgendwann wird's schon. Aber zum Jubiläum ging sich das nicht mehr aus. Ich musste herausfinden, wie viel mir das hier eigentlich noch wert ist. Zeit, Geld, Energie. Und ja, ich habe diese Pause gebraucht, sie hat mir gut getan. Ich habe gesucht. Keine große Erleuchtung. Aber ich habe eine ehrliche Antwort für mich selbst gefunden. Wenn ich den Schaltrichter nicht mache, erreicht das, was ich sagen will, niemanden. Dann bleibt's in mir stecken, wie ein Witz, den man verschluckt hat. Und das wäre, glaube ich, schlimmer als jede niedrige Downloadzahl. Also, ich bin noch da. Nicht, weil alles plötzlich perfekt ist, sondern weil ich glaube, dass es Sinn macht, solange auch nur ein Mensch zuhört. Heute geht's um den Muttertag, also die große Frage nach echter Anerkennung. In dieser Episode nehme ich eine Glosse von Gabriele Kuhn als Ausgangspunkt für einen Blick auf das Muttersein jenseits von Blumen, Bastelherzen und Instagram-tauglicher Dankbarkeit. Ich hinterfrage, ob „ich hab's freiwillig getan“ nicht doch ein bisschen zu glatt klingt. Zwischen poetischem Rückblick und rauem Familienalltag sollte doch auch Platz für jene Mütter sein, die keine Applauspause, sondern echte Wertschätzung brauchen. Denn wer 3 Jahre nicht durchgeschlafen hat, darf auch mal Beifall klatschen lassen. Für sich selbst. Der Schaltrichter. Alltagsironie trifft Tiefsinn. Von und mit eurem Man in Black des Alltags, Thomas Speck. Muttertags Blabla, ich hab's freiwillig getan, sagt sie. Der folgende Text ist eine Glosse von Gabriele Kuhn und erschien am 11. Mai 2025 im Kurier, Österreich. Bevor ich zu meiner Kritik komme, müssen wir den Text auch kennen. Sonntag. Die Floristen rotieren, die Schnitzel werden knapp und irgendwo in einer Küche steht ein Kind auf Zehenspitzen, um einen Kuchen zu backen. Mit viel Liebe und Mehl am Boden. Muttertag also. Ein Tag, an dem die Mütter für ihr Muttersein gefeiert werden. Für das Trösten, das Tragen, ihr immer Dasein. Und das Durchhalten im Sinne eines „Ich liebe dich auch wenn du mir gerade den Karottenbrei ins Gesicht gespuckt hast“. Schön und rührend. Und dennoch habe ich einen anderen Blick auf die Sause, weil, ehrlich, ich hab's freiwillig getan. Es gab keinen Vertrag, keine Castingrunde, nicht einmal Gruppenzwang, sondern Liebe, Überzeugung und ein bisschen hormonellen Leichtsinn. Und jetzt soll ich beklatscht werden, weil ich Schnuller sterilisiert, Hausaufgaben betreut und die Gute-Nacht-Geschichte „Bitte noch einmal, Mama“ gelesen habe? Hand aufs Mutterherz, das war mein Job, selbst gewählt, ein schöner noch dazu.
Wenn hier jemand Applaus verdient, dann sind es doch meine Kinder. Dafür, dass sie mich in meiner Rolle glänzen ließen, dass sie trotz meiner pädagogischen Experimente wunderbare Menschen geworden sind. Und dafür, dass sie mich nicht für die Hirseleibchen verklagt haben, die ich ihnen lange als Burger verkauft habe. Ich bin es also, die dankbar sein darf, nicht sie. Jeden Tag, auch am Dienstag oder einem Donnerstag im November. Und nun bin ich Großmutter. Eine Rolle, die alles ist, nur keine Wiederholung. Neue Staffel, neue Folgen, ein ganz anderes Drehbuch. Es fühlt sich großartig an, leichter und freier. Und wieder dieses einzigartige Gefühl, was für ein Glück, was für ein Geschenk. Diesmal aber weniger Druck. Das Staunen bleibt. Welch unglaubliches Wunder, das da plötzlich in meiner Nähe gluckst und wächst und lacht. Muttertag? Ach, sollen andere feiern. Ich feiere einfach so, still und dankbar, mit Blick auf kleine Finger und meine Familie. Frau Kuhn erzählt in diesem Text, was sie wirklich über den Muttertag denkt. Und das ist überraschend ehrlich und schön unaufgeregt. Sie dreht den Blick um. Statt zu sagen, meine Kinder sollen mir danken, sagt sie, ich danke meinen Kindern. Kurz gesagt, Muttersein ist kein Job, für den man einmal im Jahr Blumen bekommt, es ist ein Geschenk, das man selbst bekommen hat. So weit, so weich gezeichnet. Ein Text wie ein sonntäglicher Kamillentee, wohltuend, beruhigend, leicht süßlich. Und doch bleibt da ein kleiner innerer Widerstand. Kein Wutanfall, kein empörter Einspruch, eher ein leises Stirnrunzeln. Denn während Frau Kuhn mit poetischer Gelassenheit durch ihre Muttertagsbiografie spaziert, fragen sich manche Leserinnen wohl, und nicht ohne Grund, ja Moment mal, was ist mit mir? Was, wenn sich das Muttersein nicht so leichtfüßig anfühlte? Wenn es kein Job aus Überzeugung war, sondern einer, der sich still und stetig in den Lebenslauf geschlichen hat, mit Nachtschichten, Tränen und diesem ständigen Gefühl, irgendwie nicht zu genügen? Was, wenn das Klatschen zum Muttertag eben nicht überflüssig wirkt, sondern bitter nötig? Mit anderen Worten, zwischen den Zeilen der Dankbarkeit versteckt sich ein Bild von Mutterschaft, das für viele eher nach Instagram-Filter als nach echtem Alltag klingt. Und genau darüber lohnt es sich zu sprechen. Nicht um den Text zu zerreißen, sondern ihn zu ergänzen. Um den Raum zu öffnen für jene Stimmen, die sich in dieser stillen Dankbarkeit eben nicht wiederfinden. Kuhn schreibt zum Beispiel, es gab keinen Vertrag, keine Castingrunde, nicht einmal Gruppenzwang. Sie war also durch und durch freiwillig Mutter und hat alles dafür getan. Freiwillig, ohne Erwartungsdruck und Zwänge. Wirklich? Obwohl diese Formulierung lässig daherkommt, schwingt da ein Bild mit, das für viele Mütter schlicht utopisch wirkt. Die vollkommen freie Wahl. Keine äußeren Erwartungen, keine stillen Normen, keine mütterlichen Pflichten, stattdessen einfach nur Taten aus Liebe. Tatsächlich ist doch die Mutterschaft gesellschaftlich nach wie vor der heilige Gral der Weiblichkeit. Wer nicht Mutter wird, muss sich erklären. Wer es wird, aber nicht aufblüht wie eine pädagogisch geschulte Sonnenblume, erst recht. Natürlich hat Frau Kuhn ihre Entscheidung bewusst getroffen und das sei ihr auch von Herzen gegönnt. Aber viele Frauen werden eben nicht einfach Mutter, weil sie bei voller geistiger Klarheit vor dem Hormonrausch standen und dachten, ja, das mache ich jetzt, sondern weil es der nächste logische Schritt war. Weil die biologische Uhr tickt und man das auch gesagt bekommt. Weil der Partner es so wollte. Weil alle Freundinnen plötzlich Babybauch trugen. Weil die Gesellschaft es mit einem suffisanten »Na, wird's bald« in jede Konversation schmuggelt. Was ist denn mit jenen Frauen, die nicht aus Entscheidung Mutter werden, sondern aus der Situation heraus, weil das Leben eben nicht sanft nachgefragt hat, weil die Umstände drängten, weil zwischen Theorie und Schwangerschaftstest manchmal nur eine Nacht liegt und kein Plan. Auch sie sind Mütter, nicht weniger, manchmal sogar mehr.
weil sie in ihre Rolle hineinfanden, die sie nicht aktiv gewählt hatten und trotzdem blieben. Trotz Angst, trotz Zweifel. Nicht aus romantischer Überzeugung, sondern aus Verantwortungsgefühl oder Liebe, die erst wachsen musste. Ich hab's freiwillig getan. Das klingt schön selbstbestimmt. Aber viele Mütter werden wohl auflachen. Ja, natürlich freiwillig. Meistens. Aber auch wenn keine Castingrunde stattfand, die gesellschaftliche Erwartung, dass Frau Mutter wird und es bitteschön auch gut macht, ist omnipräsent. Oftmals wirkt es freiwillig, obwohl es vielleicht tief verwurzelte Prägung, Rollenerwartung oder schlicht und einfach das Dogma der heiligen Familie war. Wenn Kuhn schreibt, sie habe das alles freiwillig getan, dann klingt das fast wie ein stiller Vorwurf an alle, die damit hadern. Wer überfordert ist, hat's offenbar nicht richtig gewählt. Wer müde ist, war wohl nicht überzeugt genug. Wer überlastet, erschöpft oder auch nur ein kleines bisschen am Rand des Nervenzusammenbruches steht, hört zwischen den Zeilen heraus, selber schuld, weil ich fand's ja schön. Ein bisschen beschämt diese Aussage also unterschwellig all jene Mütter, die das Muttersein nicht als ihren Job aus Leidenschaft empfinden. Wer jammert, hat's ja offenbar nicht verstanden. Das ist natürlich nicht Kuhns Absicht, aber es zeigt, wie schnell sich ein gut gemeinter Text in ein stilles Tribunal verwandeln kann und wie schmal der Grat ist zwischen einem persönlichen Erfahrungsbericht und einer implizierten Norm. Denn ja, natürlich, Mutterschaft sollte freiwillig sein, aber ist eben oft auch gesellschaftlich verordnet, innerlich sehr verunsichernd und emotional ambivalent. Und darüber sollte Frau ebenso reden dürfen, ohne dass sie gleich den verbrämten Mutterorden wieder abgeben muss, weil es für sie eben doch kein verklärter Spaziergang war. Wenn du bis hierhin zugehört hast, ohne Tomaten zu werfen, dann scheinen wir uns ja zu verstehen. Ein Abo dalassen, das wäre schön. Und wenn du mir eine kleine Anerkennung zukommen lassen willst, ganz ohne Bastelherz, der Spendenlink findet sich in der Beschreibung. Auch der Satz, wenn hier jemand Applaus verdient, dann sind es meine Kinder, macht mich nachdenklich. Es klingt großmütig, aber ist es nicht auch ein bisschen kokett? Eine subtile Selbstadelung? Eine Art von »Ich bin ja so eine gute Mutter, dass ich sogar den Applaus weiterreiche«? Hier lauert unter der Oberfläche ein leises Unbehagen, vor allem bei jenen, die täglich durchs Minenfeld des Familienalltags stolpern, ohne je auch nur eine Medaille aus Legosteinen zu erhalten. Und man möchte sagen, nein, liebe Frau Kuhn, behalten Sie den Applaus ruhig für sich. Denn ehrlich, wer heute Kinder großzieht inmitten von Inflationsängsten, Pandemierückständen, TikTok-Erziehungsfragen und glutenfreien Wutausbrüchen, verdient deutlich mehr als nur Applaus. Und das spielt's leider viel zu wenig. Dieser Satz kann, bei allem guten Willen, auch so verstanden werden. Eine gute Mutter braucht keine Anerkennung. Ihre wahre Größe liegt im Verzicht. Doch genau das ist der Punkt. Viele Mütter hungern regelrecht nach Wertschätzung. Nicht nach goldenen Pokalen, sondern nach einem schlichten »Ich sehe dich. Ich sehe, was du leistest«. Wenn dann so eine Formulierung daherkommt, die auf Zurückhaltung und »Ich danke lieber meinen Kindern« macht, wirkt das für manche wie ein höflicher Tritt vors Schienbein. Denn wer zwischen Haushalt, Arbeit, Mental Load und Hausaufgabenhilfe aufgerieben wird, möchte vielleicht einfach mal sagen dürfen, ich bin müde. Eine Frau, die Kinder in einer Welt großzieht, die sich oft anstrengender als ein Survival Camp anfühlt, darf wohl auch mal einfach nur Anerkennung erwarten. Wenn man 3 Jahre nicht durchgeschlafen hat, sich im Supermarkt anbrüllen ließ und dennoch keine Personenschäden zu beklagen sind, da wäre eine Standing Ovation für die Mama nicht übertrieben. Nein, nicht für die Kinder, nicht für den inneren Frieden, sondern für all das, was man tut, obwohl man längst in der Horizontalen liegen müsste und trotzdem noch ein Quietschi reicht oder die Socke vom Boden hebt.
Natürlich kann man seine Kinder feiern, das sollte man auch. Natürlich darf man ihnen danken. Aber wer sich selbst dabei vergisst, läuft Gefahr, das alte Märchen zu nähren, die ideale Mutter will nichts für sich. Ihre Bestimmung ist alles zu geben. Und genau davon brauchen wir langsam ein bisschen weniger. Und dafür, dass Sie mich nicht für die Hirseleibchen verklagt haben, die ich Ihnen lange als Burger verkauft habe. Ich muss zugeben, dieser Satz hat Charme. Er wirkt harmlos, augenzwinkern, ein bisschen selbstironisch, die Anekdote einer Mutter, die aus Notwehr kulinarisch kreativ wurde. Aber diese Art des Rückblicks ist auch ein altbewährter Trick der Lebensnarration. Was früher eine schweißtreibende Dauerbaustelle war, wird heute zur liebevollen Geschichte. Das Chaos von damals wird heute zum Abenteuer. Die Tränen im Bad, während das Kind draußen brüllt, ach, das war doch irgendwie auch schön, oder? Diese Verklärung ist verständlich, ja, vielleicht sogar überlebensnotwendig. Denn wer will schon im Rückblick auf eine Zeit voller Selbstzweifel und Müdigkeit zurückschauen, ohne wenigstens ein bisschen Glanz über die Erinnerung zu streuen? Für viele Mütter, die noch mittendrin stecken, wirkt das aber wie ein romantisierendes, war ja alles gar nicht so schlimm. Wie ein verblümter Rückspiegel, in dem das Elend weichgezeichnet flimmert. Die Botschaft lautet, unausgesprochen, aber deutlich, du wirst später darüber lachen, also hör jetzt auf zu jammern. Und hier liegt der Haken. Denn während Frau Kuhn charmant von Hirseleibchen und Hormonglück erzählt, sitzen andere am Küchentisch, starren auf kalte Nudeln und fragen sich, ob das noch Leben ist oder schon ein sozialverträglicher Nervenzusammenbruch. Mutterschaft ist nicht automatisch leuchtend. Sie ist oft eine Mischung aus Kafka und Küchendienst mit einem Schuss Schuldgefühl und dem ständigen Verdacht, irgendetwas ganz grundlegend falsch zu machen. Natürlich darf man später liebevoll zurückblicken, aber es braucht auch Platz für jene, die das gerade jetzt nicht können, die sich nicht mit einem Lächeln an die Stillprobleme erinnern, die keine Hirseleibchen als Pointen verkaufen, sondern als Mahnung an das, was sie durchgestanden haben. Denn wenn das Erzählen der Vergangenheit nur noch weich und warm ist, dann bleibt für die Härte der Gegenwart kein Raum. Und das, um es in Mutter-Neusprech zu sagen, ist ein echtes pädagogisches Versäumnis. Ich feiere einfach so, still und dankbar. Ein schöner Satz. Ein Satz wie aus einem meditativen Kalenderblatt. Ein Satz, der nur aus einer privilegierten Sicht so entstehen kann. Diese Ruhe, dieses Feiern im Stillen, das ist ein Luxus. Das ist ein seelischer Balkon mit Aussicht. Und der steht eben nicht allen offen. Denn was hier klingt wie bescheidene Reife, kann sich für andere Mütter wie ein Schlag in den Wäschekorb anfühlen. Für jene, die gerade nicht dankbar feiern, sondern eher unbedankt funktionieren, die alleinerziehend durch den Alltag taumeln und mit mentaler Erschöpfung um Wertschätzung ringen, die keinen Moment der Stille kennen, weil selbst die Nacht vom Babyphone durchkreischt wird. Der Satz, ich feiere einfach so, ist dann kein Ausdruck von Weisheit, sondern von Distanz. Distanz zu einer Realität, in der Muttertag vielleicht der einzige Tag ist, an dem eine Frau überhaupt mal ein Danke hört. Und sei es nur in Form eines schief gebastelten Eierkartonherzens mit Glitzerkleber. Für viele ist dieser Tag kein überflüssiger Feiertag, sondern eine seltene Gelegenheit, sich für 24 Stunden mal nicht als Dienstleisterin der Familie zu fühlen. Frau Kuhn darf still feiern, das sei ihr gegönnt. Aber es klingt schon auch ein bisschen wie, ich brauch das ja nicht, also solltest du's ja auch nicht brauchen. Und genau hier wird aus dem leisen Ton eine laute Frage. Braucht man wirklich Zustimmung oder Wertschätzung? Braucht man Dankbarkeit? Ja, manchmal braucht man sie. Dringend. Und das bedeutet nicht, dass man seine Kinder weniger liebt, nur, dass man sich selbst noch irgendwo spüren möchte zwischen Brotdosen, Zahnarztterminen und Lego-Tretminen.
Der Text von Frau Kuhn ist klug, poetisch, versöhnlich. Aber er spricht aus einer privilegierten Perspektive, die eben nicht allen offen steht. Für eine Frau, die seit langem mehr gibt, als sie hat und täglich dagegen kämpft, sich nicht noch mehr zu verlieren, kann dieser Text wirken wie ein freundliches, aber sehr bestimmtes »Sei bitte leise, wenn du müde bist«. Dankbarkeit ist schöner als Applaus. Und das darf man durchaus mal hinterfragen. Wer das immer noch zu kritisch findet, dem sei gesagt, ich habe es freiwillig getan. Auch dieser Text entstand ohne Zwang und ganz ohne Castingrunde. Also, was lernen wir aus dieser Folge? Dass zwischen Hirseleibchen und Heldentum manchmal nur ein bisschen Anerkennung fehlt. Wenn du magst, abonnier den Podcast. Ganz freiwillig, versteht sich. Und wenn du mich unterstützen willst, der Spendenlink wartet schon, ganz ohne Gruppenzwang. Noch mehr ehrliche Gedanken gibt's im Newsletter, da wird nichts verklärt. Bis nächste Woche, same time, same station. Euer Thomas.